Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem dritten Teil vom Aquarellkurs von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und ihr seid hier in meinem Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Aquarellfarben Blumen so malen könnt, dass sie beinahe aussehen wie echt. Für unser heutiges Video nehme ich ausnahmsweise kein echtes Vorbild, sondern ich habe mich dazu entschlossen, von einem fertigen Foto abzumalen. Und zwar ist dieses Foto von meinem Sohn, vom Stefan Böhm, der auch die Illustrationen für das Buch Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa gemacht hat. Wenn ihr von fertigen Fotos abmalt, die ihr euch vielleicht aus dem Internet runterholt oder die ihr von irgendjemandem bekommen habt, dann müsst ihr immer darauf achten, dass falls die sehr, sehr ähnlich werden, also wenn ihr das jetzt zum Beispiel ganz fotografisch genau abmalen würdet, dann müsstet ihr die Quelle nennen. Dann dürftet ihr nicht sagen, das ist euer eigenes Werk, sondern dann müsst ihr sagen, das ist nach einem Foto von Stefan Böhm gemalt. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr das Foto so verändert, dass man also hinterher nicht mehr erkennt, dass das von dem Foto abgemalt worden ist, dann könnt ihr auch ohne Sorge euren eigenen Namen drunter setzen. Aber fairerweise ist es natürlich immer besser zu sagen, von wem das Foto tatsächlich ist oder von wem das Motiv ist. Warum das so wichtig ist, ist Folgendes. Wenn ich jetzt dem Stefan sein Foto nehme, dann hat er mir natürlich durch seinen Bildausschnitt die Bildkomposition schon abgenommen. Der sagt, okay, ich habe links und rechts die gleichen Abstände vom Bild oder ich habe diese Blüte so ausgeschnitten, dass die halt harmonisch im Bild angeordnet ist. Und das ist halt einfach eine Leistung, die ich nicht erbringe. Gut, soviel zum Thema, wollte ich euch nur sagen. Jetzt wie immer, bevor ihr euch an die Komposition von eurem Werk jetzt macht, ja, könnt ihr natürlich hergehen und könntet sagen, ich verändere das. Ich mache das nicht genauso, wie der Stefan das gesagt hat. Ich mache mir jetzt so Schablonen und überlege mir jetzt vielleicht, dass ich das ein bisschen anders anordne, ne? Dass ich zwar seine Blumen mir anschaue, aber dass ich die vielleicht so anordne oder so, dass ich das nicht genauso mache. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das ist das Schöne beim Malen, dass man da völlig frei ist. Und ich habe das jetzt für mein Bild auch gemacht, das ich dann mit euch malen möchte. Ich habe die ein bisschen anders angeordnet, das zeige ich euch gleich. Bevor wir natürlich zu malen anfangen, kommt das, was ich immer sage. Ich mache mir erst einmal Gedanken über die Farben, die ich jetzt im Bild verwenden möchte und lege mir ein Musterblatt an von möglichen Mischungen, die eventuell zu diesen Blumen passen. Ich fange als erstes natürlich mit dem Rot an und dazu nehme ich das Cadmiumrot, weil ich glaube, dass das sehr gut passt. Und ich merke schon, das ist mir vielleicht ein bisschen zu kräftig. Und dann versuche ich halt jetzt die Mischung, die mir persönlich jetzt dann am besten gefällt, rauszufinden, indem ich einfach mal verschiedene andere Farben dazugebe. Jetzt mit dem Cadmiumgelb, das wird vielleicht zu orange. Oder dass ich das Rot vielleicht mal mit dem lichten Ocker mische. Ja, das entspricht schon eher meinen Vorstellungen. Und natürlich auch, dass ich die Schattenfarbe mir schon mal überlege. Schatten heißt ja immer bläulicher zu werden. Das heißt, ich gebe irgendeinen Blauton zu meinem Rot dazu. Das ist mir natürlich zu violett. Dann probiere ich das gleiche mit dem Orange. Und schauen wir, ja, das könnte schon so werden. Und halt so diese ganzen Färbungen durchprobieren. Ganz wichtig auch immer,
jeder Mensch sieht Farben ein bisschen anders. Das heißt, den Blauton, den ich da drin sehe, das muss nicht sein, dass ihr den auch so seht. Also ihr könnt ruhig dann auch das Pariser Blau vielleicht ausprobieren oder dieses Cyanblau, könnt auch das Indigo ausprobieren. Einfach mal schauen, was euch am besten gefällt. Das gleiche gilt natürlich für die Grüntöne. Da könnt ihr jetzt auch verschiedene Mischungen ausprobieren. Ihr könnt natürlich einmal mit der grünen Erde zum Beispiel arbeiten. Das ist ein fertiger Grünton, der sehr deckend ist. Den kann man dann noch abtönen, wieder mit den Grundfarben. Wenn man ein bisschen Gelb reingibt zum Beispiel, gibt es so einen gedeckten grünlichen Ton. Oder wenn man dann das Pariser Blau reingibt, schauen, wie sich das vermischt. Man kann auch das Pariser Blau mit dem Umbra mal vermischen. Es gibt auch einen schönen Grünton. Also wie gesagt, da durchaus viel rumprobieren, bevor ihr euch dann letztendlich für das entscheidet, was ihr im Bild haben möchtet. Ich persönlich werde mich vermutlich für die dunklen Stellen vom Bild, für diese Mischung aus Pariser Blau und Umbra Natur entscheiden. Ihr könnt auch mit den grünen Tönen arbeiten, das ist mir völlig gleich. Nur eine Bitte, nehmt niemals diese Sachen direkt aus dem Kasten, sondern tönt es immer ein kleines bisschen mit den Grundfarben ab, dass die Farben am Ende im Bild gut zusammenpassen. Für mein großes Bild habe ich jetzt schon mal eine ganz leichte Vorzeichnung angelegt, damit das Ganze nicht so lang dauert. Ich mache das jetzt ausnahmsweise für euch mit dem 4B noch mal stärker nach, damit ihr die Umrisse besser erkennen könnt. Aber normalerweise ist es so, dass ich beim Aquarell die Bleistiftstriche nur ganz dünn auftrage, damit man die hinterher nicht sieht. Wenn ihr bei solchen Blättern, die sich so nach vorne biegen, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann schaut ihr das Video an, das ich gemacht habe zum Thema Pflanzenzeichnen. Da habe ich das erklärt. Das ist nämlich ganz einfach, wenn man es mal verstanden hat. Ja, und ansonsten habe ich jetzt darauf geachtet, seht ihr schon, dass wieder der Abstand links und rechts vom Gegenstand zum Bildrand, dass der ungefähr gleich ist. Und dass auch der Abstand vom obersten Motiv und der Abstand vom untersten Motiv, dass das ungefähr gleich ist. Das Wichtige, ganz egal, was ihr jetzt macht, welche Blumen ihr macht, ist immer, dass ihr darauf achtet, dass das Gewicht der Blumen im Bild ungefähr gleich verteilt ist. Dass jetzt nicht meinetwegen alle Blumen auf einer Seite sind und da ein riesenweißer Platz, sonst hat man das Gefühl, dass das Motiv aus dem Bild rausrutscht. Ich zeige euch jetzt nur anhand dieser einen Blüte mal, wie ich solche Blumen anlege und dann mache ich den Rest von den Blüten weiter, ohne dass ihr zuschaut, weil das Video sonst zu lang wird. Bevor wir beginnen, noch ganz wichtiges Instrument bei diesem Video, das ist meine Zeichenfeder. Ihr werdet gleich sehen, warum die so wichtig ist. Okay. Wir machen Trockentechnik, das heißt, wir rühren uns die Farbe jetzt wieder in der Palette an. Ich habe das Rot als Ausgangsbasis und nehme jetzt ein kleines bisschen von dem lichten Ocker dazu, dass das so ein bisschen ein blässliches Rot wird, nicht mehr ganz so kräftig. So, und dann müsst ihr jetzt bei der Technik, die ich jetzt anwende, müsst ihr jetzt ein Blatt nach dem anderen machen, weil sonst funktioniert das nicht. Und das Blatt muss jetzt auch relativ feucht werden. Ne? Wenn ihr die ersten Videos angeschaut habt mit den Lavierungen, erkennt ihr natürlich jetzt das wieder, was ich mache. Ich mache eine Lavierung. Und für die Schattenfarbe
mische ich mir jetzt ein kleines bisschen von dem Ultramarin mit rein. Ihr könnt natürlich auch das Pariser Blau verwenden. Wie gesagt, das ist ganz eure Sache. Nach unten noch ein bisschen dunkler. So, und jetzt nehme ich die Feder und ihr seht, warte mal, ich bringe mal das Foto ins Bild. Ihr seht vielleicht diese Adern, die die Blütenblätter versorgen. Und die kratze ich jetzt mit der Feder in das Feuchte von meinem Blütenblatt rein. Und ihr merkt, was passiert. Ne? Da, wo ich das reinkratze, läuft natürlich jetzt die Farbe dichter ins Papier. Und es sieht aus wie so ganz, ganz feine gezeichnete Striche. Wenn ihr diese Technik anwendet, wirklich immer nur ein Blatt nach dem anderen machen, weil sobald es trocken ist, funktioniert es nicht mehr. Und selbst wenn man dann nochmal drüber malt und das reinkratzen will, das funktioniert nicht. Was übrigens beim Aquarell auch immer ganz hübsch ausschaut, da braucht ihr auch keine Sorgen haben, das ist, wenn manchmal solche weißen Flecken, so kleine Lichtreflexe stehen bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr die Linien genauso anbringt, wie sie auf dem Blatt sind. Ne? Dass ihr also aufpasst, dass die nebeneinander irgendwo von unten auftauchen und dass die nicht aus einer Stelle rauswachsen. Ihr müsst da aufpassen, wie diese kleinen Seitenverstrebungen, dass die unregelmäßig sind. Da ist natürlich jede Blüte anders. Also bei Tulpen zum Beispiel ist es sehr regelmäßig. Bei den Trompetenblumen ist es so ganz fein verästelt. Und das ist wichtig, wenn ihr diese Technik anwendet, dann soll das schon genauso ausschauen wie auf dem Blatt, weil nur dadurch kriegt man eben dann so das Gefühl, ah, das ist ein echtes Blatt, das sieht aus wie echt. Und ihr merkt bestimmt, in dem Moment, wo ich das korrekt anbringe, ne, durch diese Biegung wird automatisch auch das Blatt plastisch. Weil man dann halt merkt, oh, das kommt von innen raus. Und das gleiche natürlich bei dem Blatt. Ne? In dem Moment, wo ich mit diesen Adern der Richtung folge, kriegt das Ganze so eine 3D-Qualität. Und jetzt könnt ihr natürlich, genau wie wir das schon in den vorhergehenden Videos gelernt haben, könnt ihr natürlich da, wo das Licht auftrifft, könnt ihr noch ein bisschen die Farbe wieder rauswischen. Ja, dann wird das Ganze noch plastischer. Dann verändert sich das so ein bisschen da hier drüben. Und ihr könnt an den Stellen, wo so hell-dunkel aufeinander trifft, wie jetzt zum Beispiel an der Stelle hier, ne, da könnt ihr ein bisschen Dunkelheit noch reintupfen. Ihr könnt auch da, wo so diese beiden Blätter so ein bisschen übereinander liegen,
Könnte ein bisschen dunkler reingehen. So. Und natürlich könntet ihr auch an der Stelle mit der Feder jetzt reingehen. Diesen starken Bleistiftstrich, den werde ich dann jetzt versuchen, ein bisschen rauszuradieren. Ja, den hat man normalerweise nicht. Das habe ich jetzt bloß für euch gemacht, damit ihr das besser sehen könnt. So, ihr seht schon, ich habe jetzt die 3 Hauptblumen, die so im Licht sind, die habe ich jetzt schon mal fertig. Und jetzt kümmere ich mich um diese Blüte da unten, die so ein bisschen im Schatten ist, weil die muss natürlich jetzt ein ganzes Stück dunkler sein. Auch dunkler, als es auf dem Foto aussieht. Und da mische ich jetzt zu meinem dunklen Rot, mische ich jetzt ein bisschen was von dem Krablack mit rein, dass das so ein kaltes Rot wird. Weil natürlich auch bei den Blüten, selbst wenn man die ganz nah sieht, gilt halt, dass die Schattenfarbe kalt ist und dass die einfach sich deutlich unterscheiden muss von der warmen Lichtfarbe. Ne? So, und da wo die im Schatten ist, ist sie jetzt deutlich dunkler als die anderen Blüten, die da im Licht stehen. Und auch hier natürlich wieder meine Adern reinkratzen. Und da, wo natürlich jetzt das Licht wieder so ein bisschen auftrifft, da werde ich jetzt wieder heller, werde ich jetzt wieder wärmer auch mit meiner Farbe. Und habe dann vorne wieder den gleichen Farbton wie bei den anderen, nämlich das Rot mit dem lichten Ocker gemischt. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch nicht eine zu große Fläche vornimmt, weil dann passiert das, was da jetzt passiert. Ne? Wenn ich nicht schnell genug bin, dann ist die erste Farbschicht schon ein bisschen ins Papier eingedrungen und dann sieht man erstens diesen Rand und zweitens mal tue ich mich dann mit diesen Adern schwer, dass ich die noch ins Papier reinbringe. Gut, ihr seht jetzt schon, dass beim Trocknen natürlich die Farbe viel blasser wird und das ist natürlich jetzt Geschmackssache beim Aquarell immer. Das darf immer so ein bisschen abstrakt ausschauen, das muss nicht so realistisch sein wie das Foto. Das kann durchaus so bleiben. Ihr könnt aber jetzt genauso gut über diese erste Schicht nochmal eine zweite Lasur drüber legen, wenn euch das zu blass ist. Ich persönlich mag gerne kräftige Farben, deswegen werde ich das jetzt machen. Ich gehe da nochmal drüber mit einer zweiten Lasur. Ich lasse nur da, wo das Licht so auftrifft, da lasse ich das so hell. Und damit da keine solche Brüche entstehen, dann immer mit einem ausgewaschenen Pinsel das so vorsichtig verreiben. Dann merkt man gar nicht, dass da so Absätze sind. Und nachdem mir das innen drinnen auch nicht dunkel genug ist, weil ich halt so ein Fan bin von sehr starken Hell-Dunkel-Kontrasten, nehme ich jetzt ein bisschen was von der Schattenfarbe noch und mache das nach innen noch sehr viel dunkler.
Ich habe diese sehr kräftigen Bleistiftstriche jetzt schon mal ein bisschen wegradiert und ich hoffe, ihr erkennt, dass dadurch das Aquarell wesentlich leichter wirkt, ne? Wenn da nicht so schwarze, dicke, fette Striche außenrum sind. So, und jetzt kümmern wir uns noch um diese Blütenansätze. Die haben jetzt mehr so einen Orangeton, gebe ich vielleicht nur ein bisschen Gelb dazu und natürlich ein bisschen was von meinem bläulichen Ton, weil die ja im Schatten unten sind. Kann man ruhig noch mehr dazu geben. So. Und die sind natürlich jetzt da drunter auch wieder dunkler. Also da kann man dann ruhig auch einen sehr deutlichen Hell-Dunkel-Kontrast machen. Und die haben natürlich genauso wie oben die Blütenblätter diese Adern drin. Das macht auch immer nichts, wenn die von den Farben her sehr unterschiedlich sind. Ne? Ein gemaltes Bild muss nicht ausschauen oder soll auch gar nicht ausschauen wie ein Foto, weil dann könntet ihr ein Foto auch machen, sondern da könnt ihr natürlich auch immer euer eigenes Farbempfinden mit einfließen lassen. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, dass ich diese Knospen da unten mal und dann den Hintergrund anlege. Und ich werde jetzt einfach bloß, dass ihr auch noch mal gesehen habt, wie ich das mit dem Hintergrund mache. Ich werde jetzt mal diese Grüntöne für hinten mischen. Und da habe ich ja gesagt, möchte ich das Pariser Blau mit dem Um der Natur nehmen. So, und das mache ich jetzt ziemlich nass in nass. Ne? Ich lege mir da jetzt diese feuchten Flächen an und da kann man natürlich jetzt dann nochmal ein bisschen reintupfen, kann das unregelmäßig verlaufen lassen, da kann es nur ein bisschen dunkler werden. Und dann warte ich einfach, welche Strukturen sich jetzt bei diesem nass in nass ineinander tupfen, was sich da so ergibt. Ich werde übrigens auch das Bild nicht bis zum Rand ausmalen, sondern ich werde diese grünen Töne jetzt so um dieses Bild herum einfach im Nichts verschwinden lassen. Also auch ganz ähnlich, ich hole mal nochmal das Foto, ganz ähnlich wie auf dem Foto merkt ihr ja, dass da auch alles so ein bisschen verschwimmt im Hintergrund. Ne? Und ich werde es einfach ins Nichts verschwinden lassen. Ist immer Geschmackssache, könnt ihr immer natürlich machen, wie ihr möchtet. Das ist einfach immer auch das Schöne am Malen, dass jeder halt frei ist in dem, was er tut. Da kann vielleicht noch so ein Blatt ein bisschen deutlicher sein. Ne? Oder auch da unten diese Knospen, das kann auch ein bisschen deutlicher sein. Ja, das macht ihr einfach so, wie ihr das jetzt möchtet. Ich habe euch jetzt das Wichtigste gezeigt, ne, so das mit den Federn da so reinkratzen. Und was ihr natürlich jetzt schon machen könnt, ihr könnt mit dem ganz feinen Pinsel, könnt ihr vielleicht diese Adern nochmal ein bisschen verstärken. Ne, ihr könnt natürlich auch jetzt diese Blütenstände dann ausmalen. Ich mache das Bild jetzt fertig und zeige euch dann am Schluss wieder, was rausgekommen ist. Was man jetzt ganz zum Schluss noch machen könnte, das ist immer Geschmackssache, manche mögen das, manche nicht. Man könnte an ein paar Stellen die Zeichnung
nochmal ein bisschen verstärken. Das heißt eben mit sehr dunklen Strichen einfach ein paar Akzente noch setzen, aber da muss man wirklich ganz arg aufpassen, dass man nicht übertreibt. Also zum Beispiel hier jetzt noch einmal die Blätter ein bisschen so teilen, an der Stelle, wo die so übereinander gelagert sind. Oder vielleicht da unten das noch einmal ein bisschen verstärken. Man kann hier entlang, da wo das Blatt ist, ne, man kann überall das noch ein kleines bisschen mit so ganz wenigen dünnen Strichen einfach noch einmal ein bisschen betonen. Das ist wie gesagt Geschmackssache, das muss jeder selber entscheiden. Man muss nur aufpassen, dass man nicht übertreibt, weil wenn man zu viel macht, dann hat man sehr schnell die Leichtigkeit vom Aquarell verdorben. Magst du da vielleicht noch an den beiden Blütenblättern und da entlang. Vielleicht hier nur ein bisschen, wo diese Knospen noch sind, dass man da an ein paar Stellen einfach nur andeutet, dass da eben Begrenzungen sind. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich, halt mal, ich kann das noch ein bisschen deutlicher, dass man diese Blütenpollen vielleicht sieht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt auch noch so ein bisschen Spritzer drauf machen, ne, dass man so im Hintergrund meint, dass da vielleicht noch andere rote Blüten sind. Habe ich euch ja schon gezeigt, wie das funktioniert. Da muss der Pinsel ganz nass sein, ne? Und dann entweder halt so drauf schleudern, ne? Oder halt ganz vorsichtig so über den Finger so abtupfen. Macht dann nichts, wenn das über die großen Blüten drüber geht. Geht jetzt nur darum, dass man so das Gefühl hat, im Hintergrund sind vielleicht noch mehr von diesen Blüten vorhanden. Ja, und damit lasse ich das Bild jetzt so. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal zeige ich euch jetzt noch, wie man mit einer Mischtechnik aus Wachsmalkreiden und Aquarellfarben, wie man da eine Welle malt. Bis bald, ich freue mich auf euch.